In Elden Ring Night Rain haben wir die Hoffnung zu erfahren, ob die Soulsborne-Spiele tatsächlich alle im gleichen Universum spielen. Immerhin haben wir schon den namenlosen König und einige andere bekannte Gesichter gesehen. Außerdem haben wir in meinem letzten Video schon einige Theorien durchleuchtet, warum Elden Ring im Dark Souls-Universum spielen könnte. Tatsächlich gibt es storytechnisch bereits einige Hinweise, die passen könnten, also unbedingt mal das Video anschauen, wenn ihr es noch nicht kennt. Doch es gibt natürlich nicht nur zwischen Elden Ring und Dark Souls einige Verbindungen, sondern auch Bloodborne und Co. zeigen Verbindungen zur Soulsborne-Reihe. Diese kleinen Easter Eggs, welche auf eine Verbindung zwischen den einzelnen Spielen deuten, sind ziemlich leicht zu übersehen und genau deswegen habe ich dir einfach mal so nebenbei während des finalen Schnitts für den Elden Ring Fan-Movie mal eben die coolsten Easter Eggs aus allen Soulsborne-Spielen aufgelistet. Abo lohnt sich also, nicht nur für den Elden Ring Fan-Movie, aber vor allem für den Elden Ring Fan-Movie, den ihr euch jetzt vollkommen kostenlos im Kanal anschauen könnt. Bevor wir aber jetzt mit den richtig coolen Easter Eggs beginnen, hier eine kleine Liste von Referenzen aus Elden Ring, welche nicht mit dem Soulsborne-Universum zu tun haben, eben mal schnell zum Warmwerden. Das Crafted Greatsword ist eine Referenz zu Game of Thrones und soll den eisernen Thron in klein darstellen. Wie man sehen kann, ist das Schwert aus vielen kleinen Schwertern geformt, eben genauso wie in Game of Thrones. Occasionally, yes. Kleiner Schlingel. Der gute George hat sich aber nochmal verewigt, denn der brutale Drache Bale stammt ebenfalls aus Game of Thrones. Zumindest wurde der Name scheinbar daher abgeleitet. Elarion the Dread. The beast that Aegon rode across the sea. Its flames forged the Iron Throne and brought the Seven Kingdoms to heel. Dann gibt es noch eine kleine Anspielung auf Herr der Ringe, denn warum gibt es wohl 9 Dunkelkavalleristen in Elden Ring? Richtig, weil es auch 9 Nazgul in Herr der Ringe gibt. Eine kleine Referenz zu Marvel finden wir natürlich in Form von Wolverine im Wald von Shadows of the Erdtree. Ich meine, wer soll das sonst sein? Außerdem scheint das Sword of Light etwas von eines der Lieblingsspiele von Miyazaki inspiriert worden zu sein, nämlich Shadow of Colossus. Natürlich wissen wir auch, dass Miyazaki stark von Berserk inspiriert wurde, so gibt es natürlich zahlreiche Referenzen. Mesmer, Malenia, das Berserk Großschwert und natürlich den Black Gold Knight, der zu 100% aus Berserk und zwar die Hauptfigur Guts selbst darstellt. Diese kleinen Easter Eggs eben am Rande, fangen wir nun aber mit den richtig coolen Easter Eggs an, in welchen sich die Spiele gegenseitig featuren. Los geht's natürlich mit einem der stärksten Teile überhaupt. Ja, schon im Bloodborne gibt es einige Easter Eggs, die auf From Software Spiele deuten. In der Werkstatt findest du zum Beispiel ein Buch mit der Aufschrift How to Pick Up Fair Maidens, was natürlich ein Hinweis an die Maiden von Dark Souls ist. Doch genau genommen ein Hinweis auf alle Maiden in allen From Software Spielen, denn tatsächlich gibt es ja in jedem Soulsborne Spiel quasi eine Jungfrau, die uns auf unserer Reise unterstützt. Dann gibt es noch diese Geste hier. Na, kommt die euch bekannt vor? Klar, ebenfalls aus Dark Souls. Und zwar aus dem ersten Dark Souls Trailer und die passt wirklich ganz genau. Fun Fact, obwohl die Geste im Trailer gezeigt wurde, war sie in sonst keinem anderen Soulsborne-Spiel auswählbar. Gucci. Übrigens einer der coolsten Bosskämpfe in Bloodborne, nämlich gegen Gehrman, den ersten Jäger, hat eine Verbindung zu Elden Ring. Dieser epische Bosskampf wird perfekt durch die Bossmusik untermalt und genau diese Musik erscheint auch leicht verändert in Elden Ring.
Die nomadischen Händler spielen ein sehr ähnliches Lied, was stark an den Bosskampf mit Gehrman erinnert. Wenn man diese Musik unter den Bosskampf legt, passt das schon ziemlich perfekt und weckt Erinnerungen. Kleines weiteres Easter Egg finden wir im Pizzaschneider von Elden Ring. Den gab es natürlich schon im Bloodborne und der hat ungefähr genauso viel Spaß gemacht. Mit Demon's Souls hat alles angefangen, doch die ersten richtigen coolen Easter Eggs hat die Dark Souls Serie gebracht. Und wo wir gerade bei Bloodborne waren, finden wir doch schon viel früher einen Charakter, der aus Bloodborne zu stammen scheint. Marvelous Chester hat nämlich nicht nur die gleiche Kleidung wie die Jäger aus Bloodborne, sondern auch ein sehr einzigartiges Moveset, was stark an Bloodborne erinnert. Wie wir ja aus der Entwicklung von Dark Souls 2 wissen, hat Miyazaki schon sehr früh an Bloodborne gearbeitet und Dark Souls 2 nicht mal mitentwickelt. Hat er hier vielleicht sogar sein erstes Design ausprobiert? Diese Verbindung ist auf jeden Fall ein richtig geiler Teaser für Hardcore-Fans wie mich und dich. Und daher macht es auch richtig Sinn, jetzt auf jeden Fall auf dem Abo-Button zu pushen, denn come on, wir sind doch eine Familie. Neben den vielen kleinen Secrets gibt es in Dark Souls aber noch ein weiteres ziemlich cooles Easter Egg. In Dark Souls 3 erscheinen uns nämlich Phantome, die aus den unterschiedlichsten Spielen von davor stammen. Da gibt es den alten Mönch aus Demon's Souls, sowie Kirk aus Dark Souls 1 und Kraton der Wanderer, welchen wir aus Dark Souls 2 kennen. I thought you were that bastard for a moment. Hier würde mich lore-technisch auf jeden Fall mal der Zusammenhang interessieren, also falls da jemand ein paar Infos hat, haut sie gerne in die Kommentare. In Sekiro gibt es leider wenig coole Easter Eggs, die zu anderen Soulsborne-Spielen leiten, und wo ist eigentlich Patches? Then stay away from the Volcano Manor. Bye now. Tatsächlich glauben viele, dass der Typ hier Patches in Sekiro darstellen soll. Okay, ich bin jetzt nicht begeistert. Es gibt jedoch ein Easter Egg in Sekiro, welches ziemlich gut zu Bloodborne passt. Denn hört euch mal die Worte von Papa Uhu an. I'm afraid I made a bit of a blunder. Perhaps the years have finally caught up with me. Na, kommt euch das bekannt vor? Richtig, sehr ähnliche Worte bekommen wir im Bloodborne zu hören. Oh. Is that you again? I'm afraid I've made a bit of a blunder. I'm just going to have a short rest. Elden Ring ist natürlich ein Meister der Geheimnisse und der versteckten Rätsel. Mit jedem neuen Gegenstand denkst du dir, what, wie hängt das denn jetzt wieder zusammen? Mitten im Spiel merkst du dann, dass es auf einmal unsichtbare Brücken gibt. Alter, habe ich was verpasst? Kann ich hier auch runter? Oh mein Gott, ich muss nochmal alles erkunden. Richtig coole Referenzen zu anderen Soulsborne-Spielen gibt es hier natürlich auch. Erinnert euch mal an die Truhen in Dark Souls, welche immer das gleiche Design hatten. In Elden Ring sehen die Truhen natürlich anders aus. Doch es gibt eine Kiste, die tatsächlich die einzige Truhe im Spiel ist, welche eine Truhe aus Dark Souls ist. Ihr findet sie im Altus-Plateau an dieser Stelle. Noch cooler wäre natürlich, wenn diese Truhe jetzt auch noch ein Mimik wäre. Außerdem finden wir in Elden Ring neben dem Mondlichtschwert auch einen weiteren Gegenstand, den wir schon aus Dark Souls kennen. Der Icon-Schild, den wir im Altus-Plateau finden können,
sieht nicht nur besonders cool aus und gibt einem Leben zurück. Siehst du, da kommt's, da kommen die Leben, da sind sie. 1 million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. Diese Schildart gibt es schon in Dark Souls. Zwar haben diese Schilder unterschiedliche Gemälde in der Form und auch in ihrer Fähigkeit sind sie jedoch gleich. Alle Schilder heilen den Spieler. Und ja, es geht bei allen gleich langsam. Obwohl der Schild nicht gerade zu den guten Schildern gehört, ist es dennoch ein cooles Easter Egg, um an die alten Teile zu erinnern. Mit diesen coolen Referenzen sind wir jetzt gut bestückt, um noch mehr Geheimnisse in Elden Ring Night Rain zu entdecken. Anschließend würde ich euch noch das nachfolgende Video empfehlen. Die Zusammenhänge zwischen Dark Souls und Elden Ring sind nämlich echt kaum zu übersehen und das solltet ihr euch unbedingt mal anschauen. Also Freunde, bis zum nächsten Mal, macht's gut, adios, ciao ciao.